Hallo, hier ist der Ralf von Rudi Heger Fliegenfischen und ich möchte heute einen Pheasant Tail Jig mit euch binden. Das ist diese Fliege, hoch erfolgreich. Achtet immer drauf, ob auch Jigs in dem Gewässer erlaubt sind. Ganz, ganz wichtig. Also, und schon geht's los. Ihr braucht einen Hanak Jig Classic 400er BL Haken, hier in der Größe 10 und eine Tungstenperle da drauf. Hier eine 4 mm Tungstenperle, ob ihr geschlitzt oder nicht geschnitzt benutzt, ist euch überlassen. Nicht geschlitzt sind ein bisschen eigenschwerer, weil sie eben den Schlitz nicht haben. Und als Bindefaden benutze ich wie sehr oft den Technical Tying Thread. Ein dünner, reißfester Bindefaden. Ich mache meine Grundwicklung bis nach hinten in den Hakenbogen. Ups. Genau. Und dann streiche ich mit Zappe Gap einmal über diese Grundwicklung, um der Fliege ordentlich Haltbarkeit zu geben und vor allen Dingen, dass der Faden sich nicht auf dem Haken dann dreht. Das ist gerade bei diesen hochmodernen Fäden öfter mal der Fall. Jetzt sind wir schon hinten beim Schwänzchen. Da nehmen wir Coq de Leon Tailing Pack, und zwar sieht das so aus. Gibt es in einem Coq de Leon Whiting, Coq de Leon Tailing Pack, gibt es in heller oder hier in Dark Pardo. Das ist eine unheimlich schöne Musterung und das Schwänzchen mache ich ungefähr Hakenschenkellänge, nicht ganz. Das binde ich oben auf ein und ziehe fest an, dass die Schwanzfibern sich ein bisschen auseinanderspreizen. Hier sind es ruhig 6 bis 8 Fibern, weil die Fibern so fein sind. Also genau. Sieht schon gut aus. Nur 2-3 Mal festwickeln, wirklich sparsam mit den Wicklungen sein, damit die Fliege nicht zu sehr aufträgt. Als nächstes nehme ich einen Kupferdraht, gibt es in den verschiedensten Farben, der ist für die Rippung gedacht. Den lege ich auch parallel an, die Perle schiebe ich mal da vorne, lege ihn parallel zum ganzen Körper, wickel einmal nach vorne in groben Wicklungen, komme zurück, fixiere den Kupferdraht und gehe auch bis hinten in den Hakenbogen rein. Genau. So, und jetzt sind wir auch schon beim Körper, und beim Körper, daher hat die Fliege auch seinen Namen, Pheasant Tail Jig, nämlich mit einer Fasanenstoßfeder. Und hier habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet. 4 bis 6 Fibern schneidet man raus, bringt sie auf eine Länge und mit den Spitzen bindet man diese jetzt ein. Genau, auch oben auflegen, festbinden, ruhig ein bisschen nach vorne festbinden, auch wieder grob und nach hinten dann sehr genau arbeiten, dass das eine Endung hat hier. Genau, so. Prima. Jetzt führe ich meinen Bindefaden nach vorne und jetzt brauche ich eine Hechelklemme. Nehme ich eine ganz normale handelsübliche Hechelklemme und zwicke die Fibern ein. Und als erstes verdrehe ich die Fibern ein bisschen, dass die sich ein bisschen miteinander verdreilen. Und schon fange ich an, den Körper zu formen. Aufpassen, dass die Fibern nicht an der Hakenspitze kaputt geschnitten werden. Wenn jetzt eine Fiber vom Haken kaputt geschnitten wird, ist ein bisschen ärgerlich, sieht hässlich aus und man kann die Fliege im Prinzip neu machen. Genau, Windung für Wicklung nebeneinander legen. Immer mal wieder nachdrehen. Genau, noch zweimal, einmal, zweimal. Sehr gut, jetzt komme ich wieder mit meinem Bindefaden und sicher
die Fasanenfibern. So, jetzt kann nichts mehr passieren. Und das kann ich ganz knapp abschneiden. Vorsicht, dass man dabei nicht den Bindefaden erwischt. Und da kann man ruhig anziehen jetzt. Jetzt nehme ich den Kupferdraht und rippe den Körper damit, auch schön parallel. Ungefähr 4-5 Mal. Es variiert natürlich ein bisschen nach Größe der Fliege. Und auch den sichere ich jetzt. Und hier beim Kupferdraht benutze ich immer eine andere Schere, weil sonst die Scheren sehr schnell stumpf werden. So. Und jetzt sind wir schon im Thoraxbereich. Von der Größenproportion ist ungefähr 2/3 des Hakens ist belegt. Und jetzt kommt dann noch der Thoraxbereich und die Perle sitzt vorne. Die Perle kann ich so ein bisschen aufstellen, wenn sie geschlitzt ist. Und damit das Dubbing möglichst schön wegsteht und damit ein schöner Thoraxbereich entsteht, was dann die Beinchen imitiert, möchte ich die Dubbing-Schlaufe verwenden. Das heißt, ihr nehmt den Bindefaden doppelt nehmen, bindet den ein, fahrt einmal drumherum zum Sichern und bindet ihn wieder ein. So, und geht nach vorne, den Bindefaden könnt ihr nach vorne bringen. So, jetzt habt ihr das Loop hier. Und da nehme ich jetzt einen kugelgelagerten Hairspinner oder Dubbing Twister. Den lege ich einfach hier rein und lasse ihn erstmal hängen. Jetzt hängt die Schlaufe da. Was ich jetzt mache ist, jetzt mache ich einen schnellen Whip Finish von dem Bindefaden. Den Bindefaden, diese Farbe brauchen wir nicht mehr, also kann ich den auch abschließen. Whip Finish, jetzt hängt die Dubbing-Schlaufe hängt immer noch da, knapp abschneiden. Dubbing-Schlaufe hängt da. Und jetzt komme ich mit meinem zweiten Bindefaden, hier habe ich jetzt Body Thread, den wickle ich einfach nur ein. Genau, jetzt habe ich einmal einen Bindefadenwechsel gemacht, da hat sich was verdrahlt. Genau, da gehe ich nach vorne. Und den lasse ich jetzt einfach vorne hängen. Jetzt habe ich hier meine Dubbing-Schlaufe. Und für die Dubbing-Schlaufe, damit man einen schönen Thorax bekommt, nehme ich ein Squirrel oder Hasenohr-Dubbing und ich habe mir ein bisschen Eis-Dubbing beigemixt, einfach in den Fingern ein bisschen zerrupfen und einlegen. Und jetzt könnte ich natürlich das Dubbing auseinanderziehen und hier reinlegen, aber ich habe jetzt schon was vorbereitet, nämlich eine Materialklammer. Das ist viel einfacher. Hier kann ich nämlich schön einfädeln, habe alles in der Materialklammer, ziehe den Faden fest, die Schlaufe nach unten und jetzt löse ich die Klammer. Und alles liegt prima in der Schlaufe. Und schon kann ich mit dem Verdrahlen anfangen. Schön auf Spannung bleiben. Und da ist wirklich vorteilhaft, jetzt kann man zwischendrin schon mal ein bisschen ausbürsten. Genau. Dass die Haare schön wegstehen. Und hier ist jetzt der Vorteil, dass man so einen starken Bindefaden hat, weil man ordentlich anziehen kann. Und jetzt bin ich schon soweit. Hier ist mein Dubbing-Strang und den wickel ich jetzt Stückchen für Stückchen nach vorne zur Perle. Immer zwischen den Schritten, immer nach hinten streifen. Nach hinten streifen. Nach hinten streifen bis nach ganz vorne, bis an die Perle ran, noch einmal, so, oh, das war sogar zu viel, das lasse ich weg, kann man ja wieder wegnehmen. Jetzt fixiere ich das mit meinem orangenen Body Thread, kann den Dubbing-Strang nun abschneiden, genau.
Streiche es nochmal nach hinten. Und jetzt seht ihr auch, dieser orangene Body Thread Faden ist ein Bisspunkt und Reizpunkt, der absichtlich gewählt ist. Jetzt habe ich 3-4 Mal drumherum gewählt. Jetzt mache ich noch einen schönen Whip Finish da drauf. Schneide das Ganze knapp ab. Und schon ist meine Fliege fertig. Ein hochfängiges Muster. Jetzt mache ich noch einen Tropfen Sekundenkleber. Zap Gap auf die Fliege, um die Schlusswicklung zu sichern. Das Dubbing bürste ich noch etwas aus, wobei das habe ich ja am Faden auch schon gemacht. Und wenn man die Fliege regelmäßig mit Zap Gap sichert, ist sie auch sehr, sehr haltbar. Und ich habe ein hochfängiges Muster. Die Produkte zeigen wir euch wie immer unter dem Video. Viel Spaß beim Nachbinden.